Gerät, das scannst du einfach. Du bezahlst einfach mit deiner Hand. Uns raucht der Kopf, Leute, echt. Also diese Planung, wenn wir jetzt das Russland-Visum beantragen, wir sind falsch. Also um genau zu sein, wir haben uns um 16 Kilometer in die falsche Richtung verfahren. Thank you. Wo ist deine Mütze? Ich hab die Haare schön, die Mütze bleibt im Auge. Wir sind da und durch die Scheibe sehen wir schon rappelvoll. Wir sind schon fast da. Nie wieder. Hi, wir sind Dima und Katrin auf unserem größten Abenteuer, gerade hier in Kasachstan. Wir sind so froh, dass wir wieder zurück sind in diesem wunderschönen Land. Wirklich, also für mich ist mittlerweile Kasachstan auf Platz 1. Ich habe es so vermisst und ja, oh Gott. Oh je, was ist denn jetzt? Ich bin so froh, wieder hier zu sein, ganz ehrlich. Ja, wir stehen hier wieder in Almaty am Botanischen Garten, wo wir schon mal ein paar Tage übernachtet haben. Ein toller Ort. Und für uns heißt es jetzt maximal 4 Tage Almaty. Wir werden hier unser Visum für Russland beantragen und nochmal die Stadt in vollen Zügen erkunden. Das, was wir ja beim letzten Mal alles nicht geschafft haben, wollen wir nachholen. Wir wollen uns Koktöve anschauen und diesmal kein MMA-Kampf. Ja. Diesmal geht's um die Stadt und auf die Menschen hier, auf die Begegnung. Und wir freuen uns, wenn du das Video bis zum Schluss schaust. Bayahale! Bayahale! Also wir haben jetzt das Video gestartet und Katrin hat auf einmal Gefühlsausbrüche, weil wir wieder in Kasachstan sind. Wir sind überglücklich, in Kasachstan zu sein, aber ich möchte verstehen, warum sie so jetzt Freudentränen hat und ja, ihr bestimmt auch. Ja, ich kann das gar nicht so wirklich beschreiben. Kasachstan ist einfach ein Land, was mich total abgeholt hat. Nicht nur die Landschaft, sondern die Menschen, dieses Feeling hier, diese Atmosphäre, einfach alles. Und Kirgisistan war auch schön, gar keine Frage, landschaftlich top, aber Kasachstan ist sowas Besonderes für mich und irgendwie habe ich gerade meine Gefühle gerade nicht so im Griff, aber ja, ich freue mich einfach. Ich bin einfach dankbar und ich freue mich. Ja, auch ich gestern nach dem Grenzübergang, der übrigens diesmal sehr kompliziert war. Wo sind wir rübergefahren? Über Bischkek. Und wo sind wir in Kasachstan reingefahren? Wie hieß das? Kordai. Kordai, genau. Und ich sage nicht, dass die Menschen irgendwie schlecht waren oder irgendwas, aber es war viel chaotischer, viel mehr los. Man wurde viel mehr hin und her gehetzt und gejagt, wo ich nicht unbedingt immer in allem meinen Sinn gesehen habe. Aber egal, haben wir gemacht. Wir haben uns für uns entschieden, diese Grenze nicht mehr zu passieren, falls wir nach Kirgisistan nochmal fahren. Ja, und als wir in Kasachstan reingefahren sind und ich den blauen Himmel gesehen habe und die Wolken, ich habe mich einfach zu Hause gefühlt. Als ich die kasachische Flagge schon an der Grenze so schön blau da wehen gesehen habe, habe ich schon im Herzen gedacht, ich will darüber, ich will darüber. Kirgisistan war wunderschön, aber irgendwie ist Kasachstan doch meine Heimat. Ja. Und ja, ich habe Angst gehabt, dass wenn ich meine Heimat erreicht habe, dass ich dann einen Abschluss finde und Kasachstan nicht mehr für mich meine Heimat sein wird, so im Herzen. Aber nein, ich merke es, Kasachstan ist meine Heimat, da wo ich geboren bin und mein Herz hängt an Kasachstan, genau. Und noch was, ich habe wieder mal das Angelnix-T-Shirt an und wer von euch die Reise verfolgt hat, kann sich bestimmt denken, womit es was zu tun hat. Ich muss euch enttäuschen, das hat nichts mit Angeln zu tun. Ich habe einfach keine sauberen Sachen mehr. Wir müssen mal waschen gehen. Genau. Also, wir nehmen euch mit. Genau, Bayahale.
Und es tut uns auch leid, dass wir euch gestern nicht mitgenommen haben beim Grenzübergang. Aber ich war die letzten 2 Tage richtig krank. Es kam oben, unten, überall raus und ich hatte so Fieber. Ja, wir machen halt ehrlichen Content. Also ich war richtig krank und ich hatte richtig Fieber. Und ich war gestern einfach überhaupt nicht in der Lage, den Grenzübergang zu filmen. Das war so eine Qual für mich. Demi musste ja mit dem Auto rüber, ich musste zu Fuß und dann noch ewig lange warten, weil er noch in den Scanner musste und so. Also das war richtig, richtig anstrengend. Aber heute geht es mir ein bisschen besser. Ich schaue mal, wie lange ich durchhalte. Fieber habe ich nicht mehr. Ja, bei dem Rest müssen wir halt schauen. Also, wir nehmen euch jetzt mit zum Wäschewaschen und bis gleich. Also hier haben wir das letzte Mal schon unsere Wäsche gewaschen. Ich habe es vergessen, weil ich nicht mit war, aber Dimi war schon mal hier. Und ja, Dimi gibt jetzt alles ab und dann können wir es heute Abend sicher wieder abholen. War letztes Mal auch ganz unkompliziert. Alles war sauber, alles war trocken. Ja. Also falls mal jemand von euch unterwegs ist, Speed Queen am Botanischen Garten. Können wir nur empfehlen. Ja, und für das alles, das sind 2 Maschinen, 2 große Maschinen, zahlen wir jetzt 20 € mit Trocknen. Also super Preis. In Georgien hatten wir es teurer, für viel weniger. Ja, und wer uns aufmerksam verfolgt, weiß ja, dass ich schon lange jammer, dass ich gern zum Friseur möchte. Und ich habe ja einen gefunden. Und da gehen wir jetzt mal rein und mal gucken. Oh, ich bin schon wieder so nah. Mal gucken, ob die morgen eventuell Zeit für mich haben. Ja. Ach, da ist der Eingang. Also, mit dem Friseur, das muss noch auf sich warten lassen. Die wollten jetzt nur für Ansatz färben, 100 € und das mache ich nicht. Dann laufe ich lieber rum wie Struppi. Okay, was machen wir jetzt? Weiß nicht. Lass uns mal da reingehen, einmal durchgehen, oder? Ja, also wir brauchen auf jeden Fall neue Ladekabel. Wir schrotten unsere Ladekabel ständig. Demis Mama hat uns jetzt 2 Stück geschickt, also über den Bruder mitgeben lassen. 1 haben wir schon wieder geschrottet. Also deswegen Ladekabel besorgen und auf jeden Fall was zu trinken. Weil essen kann ich ja noch nicht. Aber ich? Du isst auch nicht, wenn ich nicht kann. Also auf geht's. Also ihr Lieben, ich wollte euch noch einmal zeigen. Ich habe hier jetzt in Kasachstan eine kasachische SIM-Karte. Die kostet mich 10 € und ist unlimited. Zum Beispiel, gell? Es gibt verschiedene Anbieter. Ich habe jetzt von Tele2 den Anbieter. Ich mache jetzt keine Werbung. Aber ich wollte euch einmal zeigen, falls ihr nach Kasachstan kommt, wie das Ganze hier funktioniert. Wenn ihr einmal eine Karte habt, dann habt ihr eine Nummer für dieses Telefon. Und dann, wenn ein Monat vorbei ist und die Karte nicht mehr funktioniert, dann macht man Folgendes. Man kann es schon vorher aufladen. Es stehen überall solche Automaten. Und dann geht man einfach hin. Ich habe zum Beispiel Tele2, dann drücke ich auf Tele2, dann drücke ich hier drauf und dann gebe ich meine Nummer ein und dann kann ich hier unten Geld einzahlen und in ein paar Minuten, sobald das Geld eingezahlt ist, ist eure Karte wieder freigeschaltet. Und ihr könnt unlimited in Großstädten überall, wirklich super Verbindung. Außerhalb der Stadt schwierig, aber in den Großstädten habt ihr 5G, ganz schnell, super Verbindung, genau. Wollte ich noch mal zeigen, falls einer von euch nach Kasachstan will. Irgendwas läuft hier ein bisschen schief, weil, was wollten wir ursprünglich hier drinnen machen? Ladekabel holen. Okay, ich guck mal. Ich sehe kein Ladekabel hier. Seht ihr Ladekabel irgendwo? Kein Ladekabel in Sicht. Und auch kein Geschäft, wo ich mir was zu essen kaufen kann.
Ich bin ja nur durch das Klamottengeschäft gegangen, damit wir hier hinkommen. Ja. Und außerdem wollte ich nur gucken. Kaufen tue ich eh nichts. Aber neue Schuhe brauche ich unbedingt. Schaut mal. Die sind durch. Vielleicht finde ich hier noch welche, weil ich meine, noch gehen sie, aber die haben schon unten keine Sohle mehr. Mal gucken. Leute, wir haben ja schon mal gesagt, wie fortschrittlich Kasachstan ist, oder? Also viele von euch kennen das wahrscheinlich, aber vielleicht der eine oder andere nicht. Ich bin total überrascht. Die haben hier so ein Gerät, das scannst du einfach. Du bezahlst einfach mit deiner Hand. Wie krass. Ohne einen Chip zu haben in der Hand. Das ist einfach nur, es Ja. scannt deinen Abdruck Abdruck und dann kannst du dann mit der Hand. Einfach so, mit der Hand. Das ist ja unglaublich. Spasiba. Was für eine nette Frau, wirklich. Also, die hat uns, ich suche ja ein paar Schlappen. Haben wir nicht gekauft. Aber sie hat uns beraten und gemacht und getan. Und das ist ja auch so ein Outlet-Center. Und ja. Und dann habe ich mir ein T-Shirt gekauft. Ganz günstig. Aber ich war total begeistert, dass man hier einfach mit der Hand bezahlen kann. Unfassbar. Krass. Und damit Dimi auch endlich was zu essen bekommt. Hey. Oh, ich würde es auch so gerne essen. Oh, wow. Cool. Das sieht ja alles lecker aus. Also, ich probiere mich mal an einer Hühnersuppe. Ich muss gucken. Wenn es nicht geht, muss Dimi das für mich weiter essen. Aber ich muss ja irgendwann mal wieder anfangen zu essen, oder? Also, ja, ich probiere mich an einer Hühnersuppe. Also, ich habe mir Gretschka geholt, also Buchweizen mit Ente, ganz viel Ente. Kein Chutney. Zimni Salat, also Salat Olivier. Bei uns sagt man Zimni Salat. Und so eine Hühnersuppe für Katrin, weil sie einen schwachen Magen hat. Genau. Und ein bisschen was Fruchtiges zum Trinken. Alles zusammen hat 10 Euro gekostet ungefähr. Es ist okay. Ja. Ja, wir lassen es jetzt schmecken. Genau. Wir sind erstmal zurück im Wohnmobil. Dein Essen war lecker, oder? Ja, Hat dir richtig gut geschmeckt. so richtig, als würde es Mutti oder Omi machen. Ja, ich habe nur ein bisschen Suppe probiert, so ein Probeessen. Die Suppe war lecker, aber ja. So, jetzt versuchen wir die Frau zu erreichen, die unsere Autopapiere übersetzen muss, weil unser Fahrzeugschein muss ja auf Russisch übersetzt werden fürs Visum. Ich bin gespannt. Also im Vorfeld, wir wissen schon mal, dass das Visum beantragen nicht wie in Georgien 4 bis 7 Tage dauert, sondern hier dauert es 14 Tage. So viel wissen wir schon mal und den Rest werden wir euch im Laufe des Videos sagen. Uns raucht der Kopf, Leute, echt. Also diese Planung, wenn wir jetzt das Russland-Visum beantragen, wir müssen ja eine genaue Route angeben. Oh, sowas planen ist ist überhaupt nicht unsere Welt. Demi ist schon völlig am Ende. Also, das ist alkoholfreies Bier, ne? Müssen wir schon ruhig trinken. Also, nicht, dass ihr hier falsche Schlüsse zieht. Ja, wir müssen ja eine genaue Route angeben. Und es gibt in Russland halt ein deutsches Dorf, was wir uns echt gerne angucken möchten. Dafür müssen wir aber die genaue Route dann bis nach Stephansminder planen. Also, was haben wir jetzt hier rausgesucht? Halbstadt? Also, unsere Route wäre Halbstadt, Jekaterinburg, Ufa und dann rüber nach Georgien, Stephansminder. Das sind 4114 Kilometer. 4100, wie viel? 144 4144 Kilometer in 10 Tagen. in 10 Tagen.
ist eine Hausnummer, oder? Aber ist zu schaffen. Jetzt ist nur die Frage, ob wir das auch kriegen oder ob wir diese Route, die wir schon hier hingenommen haben, über, was war das? Über Astrachan. Astrachan, was kam dann? Ja, Astrachan ist halt über Tschetschenien. Ja, genau, über Tschetschenien und so. Die Route haben wir ja hier hingenommen. Es kann sein, dass sie uns sagen, ihr müsst diese Route auch zurücknehmen. Wir beten einfach, dass wir die andere Route nehmen können. Das wäre so cool. Wir sind nämlich echt gespannt auf Russland. Auf dem Hinweg haben wir ja nur Straße und nicht so viel gesehen. Also schon viel gesehen, aber wir konnten euch nicht viel zeigen. Und ja, wir haben jetzt auch die ganzen Tage durchgerechnet. Wie viele Tage haben wir, nachdem wir Dimis Eltern getroffen haben? Wie viele Tage haben wir dann noch in Kasachstan? Das sind nur 5, die uns dann noch übrig bleiben. Wir müssen ja dann wieder zurück nach, wenn unser Plan nicht aufgeht, zurück nach Kirgisistan, dann nach Usbekistan. Und von Usbekistan haben wir dann noch 5 Tage, um über die Grenze nach Russland einzureisen. Also es ist alles überhaupt nicht unsere Welt. Bisher war irgendwie alles so entspannt, aber jetzt müssen wir halt echt rechnen und planen. Aber wir schaffen das. Und jetzt rufen wir endlich, nach 1 oder 2 Stunden, endlich die Frau an, die unsere Sachen übersetzt. So, und wir berichten weiter. Du bist K.O., oder? Ich mag solche Sachen nicht. Aber das gehört dazu. Was willst du machen? Richtig. Aber ja, ist eine Herausforderung für uns. Aber andere schaffen das auch, also schaffen wir das. Irgendwie auch. So, ruf jetzt die gute Frau an. Wir haben jetzt die gute Frau von der Übersetzung erreicht. Wir nehmen aber ein Taxi, weil das sind 6 Kilometer. Und dafür bin ich einfach noch zu schlapp zum Laufen. Aber ja, das kostet hier ja auch nichts und es ist eh voll warm. Und ja, den Luxus gönnen wir uns mal jetzt. Oh weia, der wartet schon auf uns. Hier sind auch Franzosen angekommen. Die stehen jetzt hier. Es waren gestern noch ganz viele von diesen Expeditionsmobilen. Nicht hier, sondern rechts hoch. Nein, links hoch. Da ist noch mal ein ganz großer Platz. Da haben die mit ihren großen Dingern gestanden. Ich weiß nicht, ob das unser Fahrer ist. Nein? Okay. Ein Luxus. Klima. Das tut so gut. Also obwohl es ja nur 27 Grad oder so hat, sagt mein Handy, es ist trotzdem so richtig heiß. Oder es kommt nur mir so vor, ich weiß es nicht. Қандай офис? Офис 4, дом 18, дом 18. Самал 1 ғой, иә? Я. Все жақсы. Ну ладно, спасибо тогда. Сейчас подъедем. Ждем. Wir sind falsch. Irgendwie hat es mit der Adresse nicht hingehauen. Ich habe mich schon gewundert. 6 Kilometer und wir fahren so lang. Da kann ja irgendwas nicht stimmen. Ja. Jetzt haben wir 10 Euro umsonst bezahlt, weil wir irgendwo hingefahren sind, wo wir gar nicht hin müssen. Oh. Nicht schlimm. Wir haben jetzt die Frau angerufen, sie hat mit dem Taxifahrer gesprochen und der bringt uns jetzt an den richtigen Ort. Na? Ja. Also um genau zu sein, wir haben uns um 16 Kilometer in die falsche Richtung verfahren. Oh Gott. Ну, значит, если у нас сзади на машине большой флаг казахский есть, если So, nach gefühlt 1 Stunde Autofahrt haben wir es geschafft. Wir sind tatsächlich bei der Frau angekommen, die uns unseren Fahrzeugschein übersetzt. So. Also wir hoffen zumindest, dass wir richtig sind.
Thank you. Выпошел, да? А, 4. А, вот. Ага, спасибо. Ah, mit Pin. Hier ist sie. Ja, soll ich dann da reingehen? Also wir müssen mal reingucken. Oh, hier gibt es auch Iskender. Schaut euch das Fleisch an, das sieht ja richtig, richtig gut aus. Traue ich mich oder traue ich mich nicht? Hello! Was denkst du? Ich denke, du hast sie verlegen gemacht mit deiner Kamera. Ist nicht schlimm, die waren ja fotogen. Oh, sollen wir mal Ich reingucken? muss mich nach deinem Magen heute richten, nicht nach meinem. Ich weiß nicht, ob mein Magen will. Also, Also, ich weiß, Katrin will, aber ob ihr Magen will, weiß ich nicht. zeig euch mal was es dort gibt. Du willst schon wieder Schaschlik. Willst du türkisch? Ich krieg Schaschlik. Wir gucken mal, was es drin gibt. Türkisch Schaschlik. Also, die Speisekarte sah echt gut aus. Aber beim Angucken habe ich gedacht, mir wird ein bisschen übel. Also lasse ich es lieber noch. Schade. Ich hätte gern türkisch gegessen. Schaut euch einfach dieses riesen Einkaufszentrum an. Das geht bis da hinten hin. Unglaublich. Wir warten jetzt aufs Taxi. So, wir sind schon ein Weilchen wieder im Wohnmobil. Haben auch schon die Nachricht bekommen, dass unser Fahrzeugschein übersetzt ist. Ging ziemlich schnell, hat sie wahrscheinlich mit ChatGPT gemacht. Nein, man weiß es nicht. Also es ging ziemlich schnell. Wir können das morgen abholen. Aber wir können uns auf dieser komischen Internetseite nicht anmelden, wo wir einen Termin fürs Visum beantragen machen müssen. Kriegen wir nicht hin. Passwort wird geschickt, aber wir geben das Passwort ein und dann war es das. Mehr geht nicht. Ist egal, kriegen wir noch hin. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und Dimi hält auch noch ein Bläuschen mit einem Kasachen, der war gestern schon hier. Ja, und sie unterhalten sich. Er ist, glaube ich, schon eine halbe Stunde hier oder so. Richtig netter Mensch, ganz entspannt und ja. Wir müssen auch sagen, er hat ein kleines Schicksal, ein großes Schicksal. Er ist auch obdachlos. Wir haben ihn gestern ja schon kennengelernt, hat er uns so ein bisschen erzählt. Und ja, ich glaube, wenn man ihm einfach mit Menschlichkeit begegnet, dann ist das für die schon, ja, genügend. Er will auch gar nichts. Also er ist einfach hier, weil er sich einfach nett unterhalten will und das ist so schön. Ja. Und ich werde jetzt ein bisschen Video schneiden und dann merke ich muss ins Bett. Ich bin ganz schön erschöpft, obwohl ich gar nicht so viel gemacht habe, aber morgen fahren wir Seilbahn. Ich habe jetzt schon die Hose voll, aber für euch mache ich das. Also, wenn nichts Spannendes mehr passiert, sagen wir gute Nacht und bis morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir stehen immer noch in Almaty, in diesem Park hinter dem Mall, wo wir auch gestern gestanden haben, wo wir das Video gestartet haben. Und heute ist es extrem heiß, bin auch aufgewacht, weil die Sonne aufs Auto geschienen hat. Wir würden ja gerne das Auto im Schatten parken, aber da wir auf die Sonne angewiesen sind, wegen Elektrik, wegen Solarpaneele, genau, deswegen müssen wir in der Sonne stehen. Ist nicht schlimm, weil es ist einigermaßen erträglich, wenn alle Fenster auf sind und ein bisschen Wind geht, dann geht das Ganze, genau. Ja, wir stehen hier nicht alleine. Wir haben jemanden getroffen oder es ist jemand gestern hergekommen, den wir schon kennengelernt haben, und zwar in Chimkent. Das sind die lieben Leute da hinten mit dem schwarzen Camper. Die sind aus Belgien. Heute Morgen bin ich wach geworden und Katrin war nicht da. Ja, als ich dann aufgestanden bin, dann saß sie bei denen am Camper, hat mit denen sich schön unterhalten auf Englisch. Also unser Englisch ist nicht so gut, aber wisst ihr, es reicht aus, um ein bisschen sich zu kommunizieren, ein bisschen sich zu unterhalten, ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen zu lachen. Genau. Ja, was wir heute machen, ist, wir haben ja gestern unseren Fahrzeugschein übersetzen lassen. Der ist schon fertig, notariell beglaubigt. Das ging ruckzuck, hat sie gestern schon geschrieben. Und wir holen den später ab. Und wir haben vor, nach Koktöbe heute zu gehen. Das haben wir ja letztes Mal nicht gemacht. Das werden wir dann heute nachholen. Und freut euch darauf, das zu sehen. Ja, viele haben damals geschrieben, dass sie es gerne gesehen hätten. Und heute dürft ihr das sehen. Genau. Ich würde sagen, wir starten jetzt in den Tag. Ich mache noch ein paar Übungen hier. Ich bin immer noch dran, mache meine Übungen. Jeden Tag ein Liegestütz mehr. Jetzt bin ich bei 39. Ich lasse es zwischendurch schleifen, aber gestern habe ich es wieder gemacht. 38, heute 39. Ich merke, es wird immer härter, aber ich ziehe es durch. Ich merke auch schon langsam, dass sich da ein bisschen an meinem Körper was verändert. Und das macht mir auch Mut, weiterzumachen, macht mir auch Freude. Ich fühle mich fitter, beweglicher und ja, das macht mir Spaß. Also, Payachale. So, ihr Lieben, Kopfbedeckung ist drauf, die Sonne ist brutal heute. Ja, und da wir ja hoch auf den Berg wollen, muss ich mich einfach schützen. Wo ist deine Mütze? Ich habe die Haare schön, die Mütze bleibt im Auto. Ich ziehe die Mütze erst wieder an, wenn hier alles so puff ist und ich keinen Friseur finde. Also, wir haben jetzt 2 Stunden versucht, uns nochmal auf diesem russischen Terminportal anzumelden. Wir geben für heute auf, weil es kann sein, dass es am Wochenende gewartet wird oder sonst irgendwas. Wir kommen einfach nicht weiter. Das heißt, das können wir erst Montag wieder machen. Aber wir gucken jetzt, wir haben leider keine Nummer von dem Notar, wo unsere übersetzten Papiere sind. Da fahren wir jetzt einfach auf gut Glück hin, gucken, ob der aufhat. Wenn nicht, machen wir das auch am Montag. Und dann geht's rauf auf die Seilbahn. Ich habe ein bisschen Angst, Leute, echt. Wir nehmen euch mit. Payachale! Wir stehen hier wie Idioten, bis wir kapiert haben, dass wir noch laufen müssen zu ihm. Wir haben gedacht, weil wir gestern hier abgeholt worden sind, dass... Hä? Ach so. Habt ihr vergessen? Ja, habe ich vergessen. Also, falsche Information. Okay. Also ich hoffe, dass wir heute nicht wieder eine halbe Stunde in die falsche Richtung fahren. 16 Minuten sind es noch, Schatz. Waren es gestern auch? Ne, gestern sind wir eine halbe Stunde gefahren. 6 километров. Я спросил, потому что мы вчера нечаянно не ту улицу задали, и 17 километров из-за города уехали.
Also das ging jetzt echt fix. Wir haben nicht mal Zeit gehabt, guten Tag zu sagen und schon hatten wir das Papier in der Hand. Das ist ja echt cool, oder? Notariell beglaubigt, unser Fahrzeugschein, So cool. fertig. Ja. Aber verwirrend. Es ist hier in so einem Einkaufszentrum. Wir hätten auch die Rolltreppe genommen. Wir hätten auch die Rolltreppe nehmen können, anstatt draußen mit dem Navi wie Blinde zu suchen. Und jetzt gehen wir aber erst was essen. Na? Ja. Und ich denke, es wird das türkische Restaurant sein. Auf dem Schild stand, Nee. als ich bin reingekommen bin. Ehrlich? Ja, ja. Zweite Etage. Danke. Schaut euch das einfach an. Cool, oder? Aber ich weiß nicht, was. Ist nicht schlimm, Hauptsache da steht mein Name. So, weiter geht's jetzt. Warte, Schatz, lass mich das mal wegpacken. Erinnern, das ist nein. Ihr wisst ja, wir haben uns für ein türkisches Restaurant entschieden. Aber ich bin noch ein bisschen vorsichtig. Und jetzt schaut euch mal mein Essen an. Das ist Salat und Fisch. Also, das sieht ja so appetitlich aus, oder? Ja. Ich bin begeistert. Und natürlich gibt es auch Esme. Auf Esme möchten wir nicht verzichten. Wow. Thank you. Was habe ich? Du hast Schaschlik, Mini-Schaschlik. Ja. Ich wollte auf Salat gerne verzichten, weil ich, als ich drüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, wie mein Bizeps schrumpfte auf einmal. Dann habe ich gedacht, nee, es gibt doch Schaschlik. Also, essen wir. ja. Guten Appetit, Schatz. Danke dir auch. Aber klein. Also, das war ja jetzt echt lustig. Wir haben hier gerade eine Frau getroffen, die war so erschöpft, weil es so heiß war. Und dann haben wir ein bisschen mit ihr gesprochen. Und dann stellt sich einfach raus, dass sie in der Schweiz lebt. Ja. Und Deutsch spricht. Also ist eine Kasachin, ne? Und dass sie gerade ihre Eltern hier besucht. Und dann kommen wir so ins Gespräch und reden und reden. Und die arbeitet in der Schweiz bei derselben Firma, wo wir gearbeitet haben. Also, falls jemand zuschaut, ganz liebe Grüße an euch Roche-Mitarbeiter. So cool. Wir sagen immer wieder, die Welt ist einfach ein Dorf. Aber jetzt sind wir total vom Weg abgekommen, weil wir einfach drauf losgegangen sind. Jetzt müssen wir uns neu orientieren, wo die Seilbahn ist. Aber es war eine schöne Begegnung, oder? Du Ja, hast das dich war noch echt mit dem cool, Papa ja. unterhalten, ne? Ja. Der Papa hat alles dafür getan, dass ihre Tochter in die Schweiz kommt, damit sie ein schönes Leben hat er erzählt. Und ja, das hat sie jetzt auch. Ja, das hat sie jetzt auch. So cool. Also weiter geht's. Wir sind da.
Und durch die Scheibe sehen wir schon rappelvoll. Rappelvoll. Aber für euch machen wir das. Seht, es ist echt beliebt. Vielleicht ist es da oben einfach ein bisschen kühler, dass alle da hoch wollen. Aber mir zittern echt die Knie. Echt. Ich habe Angst vor Gondeln. Ich habe echt Angst, Leute. Mach auch. Oh. Ja, wir stellen uns hinten an. Ich wollte es nur filmen. Bist du bereit, Nein. deinem Schöpfer zu begegnen? Ja, ich bin bereit, meinem Schöpfer zu begegnen. Mit dem Bus runterfahren. Nein, Doch, ich möchte wirklich mit dem das Bus. dauert viel länger. Ist mir egal. На автобусе дольше ехать, да? Ну, мы вчера доезжали на такси, вот, на подъем, Ага. ну, минут 10 езды где-то так. Там просто очень извилистая серпантинная дорога. Ist noch weit. Nein, wir sind gleich da. Und nicht explodiert, ne? Da weiß ich auch nicht. Ты, кстати, видишь уже рельсы от этого? Wir sind schon fast da. Während dieser Reise. Ich bin komplett nass geschwitzt, Leute. Ich traue mich keinen Blick nach links oder nach rechts. Ich schaue mir hier die richtig schönen Schuhe von den Mitreisenden an. Ich traue mich einfach nicht zu schauen. Mein Herz rast wie Sau. Ich würd so gern das genießen können, so wie die anderen hier drin auch, aber ich traue mich nicht. Echt nicht. Also du musst gleich bereit sein auszustellen. Она не быстрая. Ich hab's echt überlebt. Ich bin hier oben, ich fasse es gar nicht. Schaut euch das an. Krass. Wow. So. Jetzt schauen wir uns mal an, was es hier alles so gibt. Da hinten kann man runter gucken. Gehen wir mal schauen. Und da werde ich jetzt auch einen Ausblick genießen. Meine Mütze ist immer so schief. Da werden wir jetzt auch mal einen Blick runterwerfen. Es ist leider sehr diesig. Ich denke nicht, dass ihr ein bisschen was werdet ihr schon sehen, aber nicht so viel, wie ich erhofft habe. Oh wow, wie hoch wir einfach sind. Boah. Da darfst du nicht filmen, bitte. Die beiden Mädels machen sich gerade fertig, um sich
mit dem Adler fotografieren zu lassen. Dimi hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich da nicht hinfilmen darf. Ja, da steht. Ja. Schneide ich aber nicht raus, lasse ich drin. Also, was denkt ihr, sollte Dimi da drauf gehen? Das ist bestimmt nur die Kinderversion, oder? Ja, das ist der Anfang, der wird ja immer schneller. Der wird immer schneller, wenn man raus ist. Aber wenn er mich da runterwirft, dann komme ich nie wieder hoch. Dann muss ich auch hier oben bleiben. Alleine fahre ich nicht runter. Kletterpark. Es gibt hier sogar so einen Kletterpark. Wie cool ist das denn? Nee, das tue ich mir nicht an. Also es ist ja heute Gewitter gemeldet. Gewitterwarnung ist raus. Und wenn ich mir das da so hinten in den Bergen anschaue, könnte das gut klappen. Aber schaut euch mal, wie entspannt die Leute hier einfach auf dem Kunstrasen sitzen und das einfach genießen. So schön. Wow, was für ein Ausblick, oder? Also irgendwie hat es schon gedonnert. Es sieht schon brutal aus, oder?
Also hier gibt es ja auch noch so eine Bobbahn. Würde die bis ganz unten gehen, würde ich das wahrscheinlich auch lieber in Anspruch nehmen, wie die Gondel. Aber die geht hier irgendwie nur so auf einer Etage rum. Und so wie ich Katrin kenne, würde sie runterschieben. Du bist gemein. Oh, mein Herz rast. Wir sind zu zweit. Ich kann endlich jammern. Yay! Ich muss mich nicht zusammenreißen. Ah, wie cool. Feierhalle. Okay, genießt jetzt einfach die Apfel. Ah, Okay, schon, das Gröbste ist vorbei. Lächeln. Nie wieder. Meine Knie zittern einfach so sehr. So, ihr Lieben, das war Koktöwe. Ich fahre nie wieder Seilbahn, mein Fazit. Und zu Koktöwe
Soll ich sagen oder willst du sagen? Also, wir haben diesmal 40 Euro bezahlt, keine 60, so wie letztes Mal wir zahlen sollten. Und es ist schön anzusehen, aber wenn man oben ist, man muss alles bezahlen. Jedes kleine Fahrgeschäft, ob du schießen willst, ob die Kinder angeln wollen, ob die, ja, egal was sie machen wollen, es muss alles bezahlt werden. Und mein Fazit ist, unser Fazit ist, dass es sich eigentlich finanziell nicht lohnt. Für uns. Für uns. Es muss jeder selbst entscheiden, ob er das macht, ob er die Kosten in Kauf nimmt, um dieses Abenteuer einmal zu erleben, um das einmal gesehen zu haben. Aber ich bin ja selber Mutter und ich weiß, wenn ich mit meinen Kindern da hochgegangen wäre, die hätten alles fahren wollen, die hätten alles angeln wollen, die hätten alles schießen wollen. Und ja, ist halt eine Kostenfrage, ne? Aber es war schön, dort oben zu sein, aber ich finde es sehr zu teuer. Willst du noch was ergänzen? Ja, ich wollte einfach nur sagen, jeder hat eine andere Art, irgendwas zu genießen. Jeder ist etwas, dem einen ist das mehr wert, dem anderen weniger. Es geht nicht darum, etwas schlecht oder gut zu reden. Es geht einfach nur darum, dass für uns es sich einmaliges Erlebnis gut, aber wir brauchen da nicht nochmal hin. Wir haben es jetzt gesehen. Ich habe ganz ehrlich mehr erwartet, weil ich da so viel immer von gehört habe. Aber das ist ja wie eine Mini-Kirmes da oben. Genau. Nur, dass man mit der Seilbahn hochfährt. Genau. Und ihr habt all das gesehen, was es dort oben gibt. Ne? Wir haben euch nichts vorenthalten. Genau. Eine schöne Natur, schöne Luft und auch schöner Geruch von der Natur. Genau. Ja. Ja. Empfehlenswert, einmal hinzugehen, aber wir würden nicht nochmal hingehen. Genau. Also wie gesagt, es ist einfach eine Preisfrage. Und jeder hat ja so seine eigene Grenze. Und es regnet wie Sau. Wir sind zum richtigen Zeitpunkt runtergekommen. Dreh mal die Kamera. Es schüttet gerade wie aus Eimern. Gott sei Dank bin ich nicht mehr in der Gondel. Ich glaube, ich wäre gestorben, Mann. Wie schön. Herrlich. Irgendwo wird es gleich ein Regenbogen Ja. Guck mal, es regnet nur bis zu unseren Beinen. Ja. So, ihr Lieben, es ist schon dunkel, wie ihr seht. Wir haben hier noch ein bisschen am Laptop gearbeitet und ja, Demi war noch einkaufen und so ist die Zeit einfach geflogen und es ist schon 8 Uhr. Aber wir sind jetzt noch bei anderen Campern eingeladen. Die haben so ein Expeditionsmobil und ja, wir dürfen uns das angucken. Wir wissen aber nicht, ob wir filmen dürfen. Wir nehmen mal die Kamera mit, mal schauen, ob sie sich trauen oder nicht. Wenn ja, zeigen wir euch das Expeditionsmobil sehr, sehr gerne. Ansonsten erzählen wir euch später, wie der Abend war. Also wir freuen uns, es sind sehr nette Menschen und ja, gestern haben wir sie kennengelernt und gestern, oder? Oder vorgestern schon? Vorgestern schon. Vorgestern Wir sind schon. gleichzeitig hier angekommen. Ja, genau. Ja, wir freuen uns sehr. Also, vielleicht nehmen wir euch mit, vielleicht erzählen wir euch auch nur davon. Bis später. Letztes Mal haben wir am letzten Tag erst mitbekommen, dass es hier so ein richtig schönes Café gehen soll. Geben soll. Oh Mann, meine Aussprache. Und ich denke, dass wir da gleich mit den beiden hingehen. Ich zeig's euch mal. Sieht das nicht einladend aus von außen? Richtig schön. Ich kann auch draußen sitzen, gell, auf der anderen Seite. Ich hoffe. Ja, doch. Es ist nämlich richtig warm. Also da hinten sind sie. Ich mache jetzt Kamera aus.
Ihr Lieben, wir sind hier gerade mit dem netten Ehepaar in dem Café, ich glaube schon 2 Stunden. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie nett das Personal ist. Also so zuvorkommend und so höflich und so nett, alles mit so einem echten Lächeln einfach. Und deswegen habe ich gedacht, ich nehme das Café einfach mal mit rein, um euch zu zeigen, wie schön das hier ist. Schaut euch einfach mal die Bar zum Beispiel hier. Das sieht einfach so schön aus. Ich liebe das ja. Ich muss gucken, dass ich die Gäste nicht mit drauf kriege. Aber es ist einfach so schön. Da sind sie, die sind einfach so nett, so nette Menschen. Also es ist... Oh. Und es sieht einfach so fantastisch hier aus. Und das musste ich euch einfach zeigen. Richtig toll. Und wie hübsch die alle sind. Also richtig, richtig klasse. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben uns gestern Abend nicht mehr verabschiedet. Es wurde recht spät noch. Und wir haben den Abend so sehr genossen mit den beiden. So tolle Gespräche gehabt, als würde man sich schon ewig kennen. Und sowas lieben wir. Solche Begegnungen lieben wir. Und ja, das werden wir auch nicht vergessen. Die Menschen werden wir auch nicht vergessen. Und irgendwo auf der Straße wird man sich immer wiedersehen. Das wissen wir, ne? Ja. Die besonderen Menschen, die wir so auf unserer Reise treffen. Irgendwo stehen sie dann plötzlich und dann ist die Freude einfach riesengroß. Ja, an dieser Stelle beenden wir aber auch schon das Video. Und die Zeit in Almaty ist natürlich noch nicht vorbei, nur einfach die Sendezeit ist vorbei. Und wenn wir könnten, würden wir ein 5-Stunden-Video für euch machen, aber wir wollen euch ja auch nicht überfordern. Ich denke, 2 Videos in der Woche reichen vollkommen aus und ja, wir sind einfach dankbar, dass ihr einfach jedes Mal mit dabei seid und so mitfiebert und mitgeht mit unserer Reise und ja, das ist für uns total wertvoll. Ja, und wie ihr wisst, an jedem Ende des Videos wollen wir euch natürlich segnen. Viel Spaß, mein Schatz. Oh, ich hocke hier so. Also, ja, was will ich euch heute mitgeben? Ich habe gestern drüber nachgedacht, was kann ich euch mitgeben und hatte wieder nichts. Und dann bin ich hier in den Botanischen Garten spazieren gegangen. Und so oft wie es ist, wenn man einfach spazieren geht und einfach mal manchmal Sachen beobachtet, man erwartet immer, dass Gott vielleicht so spricht, dass es vielleicht eine Stimme von oben kommt oder was weiß ich, wie man sich das so vorstellt. So ein Gewitter, so eine laute Stimme, aber so ist es ja nicht. Nein, Gott spricht auch oft so, dass er Beispiele nimmt. Und als ich gebetet habe, habe ich mich auf eine Bank hingesetzt und dann sah ich, wie ein Vater mit seinem Sohn Fahrrad gefahren sind. Und das ging leicht hoch, berghoch und der Sohn konnte nicht mehr und der Vater packte sein Fahrrad am Lenkrad, hat weiter selber geradelt und ihn mitgezogen. Und der Sohn sagte zu dem Papa, Papa, schaffen wir das dann bis nach Hause? Und der Vater sagte, mein Sohn, natürlich schaffen wir das. Das ist gar kein Problem. Und als sie um die Kurve abgebogen sind und es wurde gerade wieder, durch diesen Zuspruch vom Vater und weil der Vater ihm auch ein bisschen geholfen hat, hat der Sohn auf einmal wieder so eine Freude und Energie bekommen, dass er einfach wieder losgesprintet ist, losgeradelt ist und als wäre er niemals müde gewesen. Und dann habe ich gedacht, hey, genau das ist das, was Gott heute euch sagen möchte. Bei uns im Leben ist das oft so, dass wir uns wie abradeln und wir werden müde. Aber Gott, unser Vater, er ist immer da. Und wir müssen nur zu ihm kommen und zu ihm sagen, hey Vater, ich kann das nicht, schaffen wir das? Also er ist immer bereit, seine Hand ist immer ausgestreckt und er packt jede Zeit ans Lenkrad und zieht euch mit. Aber er möchte, dass wir zu ihm kommen
und mit ihm reden, unsere Probleme ihm erzählen und fragen ihn, Papa, schaffen wir das? Gehen wir den richtigen Weg? Ist das okay, so wie es gerade ist? Und er wird euch angucken und wird euch sagen, mein Sohn, meine Tochter, ja, der Weg ist gut und ich helfe dir, wir schaffen das gemeinsam. Und dann packt er ans Lenkrad und zieht euch eine Weile mit, aber dann lässt er euch wieder weiterradeln, weil gewisse Strecken müssen wir gehen alleine, gewisse Anstrengungen müssen wir bewältigen, damit wir im Leben weiterkommen. Ohne gewisse Anstrengungen kein Wachstum im Leben. Ja, und ich spreche dir heute zu im Namen Jesus Christus, dass du dich auf unseren himmlischen Vater verlässt, dass du ihm vertraust, dass du zu ihm kommst in einer schweren Zeit und ihm alles erzählt und ihm die Frage stellst, Vater, schaffen wir das gemeinsam? Und in der guten Zeit sag ihm, Vater, danke für das, was ich habe, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann weißt du, wir freuen uns immer sehr über ein nettes Kommentar, über deinen Daumen. Und falls du uns noch nicht abonniert hast, fühl dich frei, das jetzt zu tun. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, ciao!